Das neue Buch heißt Leadership Without Mind Games: How to Win People with Ethics and Decency. Und es sieht ein bisschen so aus wie ein Buch, das es schon auf Deutsch gibt, mit dem Titel Führen ohne Psychotricks. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dieses Buch noch einmal auf Englisch herauszubringen? Ich wollte mit meinem ersten Buch ja vor allen Dingen ManagerInnen dabei unterstützen, vertrauensvolle Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden aufzubauen. Denn Menschen verhalten sich ja nicht immer logisch, wohl aber psychologisch. Und außerdem war es mir wichtig, einen Einblick in die Psychologie für den Business-Alltag zu geben. Deshalb geht es in dem Buch auch immer um ganz konkrete Praxisbeispiele und Werkzeuge. Wie war denn das Buch jetzt noch einmal in eine andere Sprache zu übersetzen? Ja, besonders herausfordernd war es für mich, meine zahlreichen Beispiele und Vergleiche wirklich mit angemessenen englischen Formulierungen zu übersetzen. Dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass es doch nicht allein mit dem Übersetzen getan war. Denn seit der Veröffentlichung des deutschen Buches hat sich auch schon wieder so vieles in der Welt getan, an dem ich nicht einfach vorbei übersetzen konnte. Und ich habe deshalb viele Passagen noch einmal vollkommen neu überarbeitet, angepasst und auch noch zusätzlichen Content zum Umgang mit Krisen und schwierigen Situationen dazu geschrieben. In dem Buch geht es ja viel um Vertrauen und wie man es aufbauen bzw. erwerben kann. Warum ist Vertrauen so wichtig? Vertrauen ist deshalb so wichtig, weil es die Grundlage für jede zwischenmenschliche Beziehung und für jedes Geschäft ist. Ohne Vertrauen kaufe ich jemandem nicht einmal einen Kaugummi ab, von größeren Dingen gar nicht zu sprechen. Und schließlich sind es ja auch immer die Menschen, die miteinander ins Geschäft kommen. Deshalb ist Vertrauen die Ressource und das Führungsinstrument der Zukunft. Aber mit dem Vertrauen ist das ja nicht so einfach, denn Vertrauen kann ja nicht so einfach aufgebaut werden, sondern es will verdient sein. Und wann es verdient ist, das entscheide ja nicht ich. Das entscheidet mein Gegenüber, wenn er oder sie der Meinung ist, dass ich das Vertrauen jetzt verdient habe, dass ich vertrauenswürdig bin. Und wie das gelingen kann, was das ganz konkret bedeutet und was man dabei besser lassen sollte, um dorthin zu kommen, darauf gibt es viele praxisnahe Antworten in meinem Buch. Wer sollte das Buch lesen und warum? Das Buch ist besonders für Menschen mit Führungsverantwortung gedacht. Aber es eignet sich natürlich auch für deutsche Firmen im Ausland, die vor allem mit englisch sprechenden Mitarbeitern zu tun haben. In dem Buch gibt es ja auch ein eigenes Kapitel, das Manager Toolbox heißt. Was kann man sich darunter vorstellen? Über Ethik und Anstand im Business zu sprechen, das ist ja verhältnismäßig einfach. Das sind Werte, hinter denen wir alle stehen, die wir uns wünschen, die wir als Unternehmen anstreben und die auch Kunden und Mitarbeiter sexy finden. Nach meinen Vorträgen werde ich ja oft gefragt, wie kann ich das denn konkret in meinem Unternehmen, in meinem Team, mit meinen KollegInnen umsetzen. Und deshalb habe ich ganz viele konkrete Praxisbeispiele, Werkzeuge und Checklisten in dieser Manager-Innen-Toolbox zusammengestellt. Damit diese Werte nicht nur im Firmencredo in der Eingangshalle hängen, sondern im Business-Alltag tatsächlich etabliert und gelebt werden können. Dann wünsche ich viel Erfolg mit dem Buch und Ihnen wünsche ich ebenfalls viel Erfolg beim Führen ohne Psychotricks bzw. Leadership Without Mind Games. Mit meinem Team oder mit meinen KollegInnen. Der Kater.
schon wieder. Hey, du kannst gar nicht lesen. So kann ich nicht arbeiten. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, was? Geh mal hier runter.